Andrea Traub und ich begrüße dich ganz herzlich auf meinem neuen Kanal für Acrylmalerei. Also lass dich von mir inspirieren und genieße das Malen. Ich möchte gerne für unser Bild, was wir jetzt gestalten, ein paar Goldfragmente mit einarbeiten und die mache ich mir vorher auf einer Folie, weil die auf einer Folie später goldener erscheinen. Das heißt, wenn ich jetzt hingehe und das Gold auf die Folie spachtel und von der Folie nach dem Trocknen wird das auf die Leinwand übertragen. Wenn ich jetzt das nicht mit der Folie mache und die Goldfarbe direkt auf die Leinwand übertrage, ist sie nicht so schön gold und sie hat ein anderes Erscheinungsbild. Also ihr werdet das sehen. Das ist immer ein sehr guter Trick, um einfach mal das ein bisschen pfiffiger zu gestalten mit den Goldanteilen in einem Bild. Das sieht dann ein bisschen spannender aus. Ich starte einfach mal, nehme direkt das Gold auf so einen kleinen Metallspachtel, bestück den so ein bisschen mit Goldfarbe und mache einfach so ganz flach. Ich halte den Spachtel nicht so, sondern ganz flach und verteile das Gold einfach mal so. Mal dicker, mal dünner. Also keine richtig dicken, fetten Flächen machen, also schon eine Farbfläche machen, also dass die was dichter ist, aber jetzt nicht hier so einen dicken Knubbel und den einfach lassen, weil das bringt nichts. Wir drehen die ja eh um und der Knubbel wäre dann auf der anderen Seite. Also das macht keinen Sinn, sondern einfach nutzen, mal was drauf machen, die Farbe dann wieder ein bisschen wegkratzen, dass man so durchsichtige Stellen hat. Das sieht immer cool aus. Also einfach so ein bisschen was machen. Wir machen uns viel mehr, als wir brauchen, aber man kann ja auch dann davon wiederum die Folie, wenn man nur einen Teil braucht, auch zur Seite legen und für ein anderes Bild wieder benutzen. Das kann man ja, wie gesagt, zur Seite legen. Ich mache einfach die ganze Fläche voll. Dann haben wir dann für später mal was. Ich versuche ein bisschen Unterschiede reinzubringen. Mal ein bisschen mehr, mal ein bisschen weniger, mal ein bisschen fleckig. Schaut mal. Mit Lücken und so weiter. Also Hauptsache spannend. Nicht einfach so eine glatte Fläche, das wäre langweilig. Wir haben unsere Folie vorbereitet mit Gold. Goldstellen später ins Bild mit einzuarbeiten. Und das lassen wir jetzt erstmal trocknen und dann geht es weiter. Ich möchte gerne unsere Leinwand, unser nächstes Projekt, unser nächstes Bild, eine Collage aus dem Untergrund machen. Und dafür habe ich mir aus verschiedenen Zeitungen verschiedene bunte Bilder rausgesucht. Ich habe hier noch ein Papierchen, das habe ich irgendwann mal benutzt, um eine Karte oder einen Pinsel abzustreifen. Und dann habe ich gesehen, das sind schöne Farben, habe es einfach zur Seite gelegt. So sammle ich immer mal so Papierchen. Und damit möchte ich jetzt gerne die Leinwand tapezieren. Das macht man mit einem Acrylbinder. Ich schreibe euch in die Videobeschreibung, welcher das ist. Der funktioniert meiner Erfahrung nach halt richtig gut. Erstmal nehmt ihr euch dann bitte ein paar Zeitungen, reißt euch auch ein paar schöne bunte Elemente raus, ein paar Überschriften mit schönen Schlagworten. Ist ja auch später so, dass diese Collageschicht einfach nur so ein Untergrund sein soll, der so ein bisschen durchschimmert. Also ich sage jetzt mal 80-90% davon sieht man gar nicht so ganz genau. Deswegen immer darauf achten, dass es richtig prägnante Formen sind und große Überschriften, nicht so ganz kleine Mini-Sachen, weil die verschwinden wahrscheinlich dann schnell. Und Comics sind super dafür geeignet, einfach so ein paar Fragmente mit einzubringen. Ich fange mal an und ich zeige euch das mal und dann schaut mal, was sich daraus ergibt. Wir nehmen uns einen sauberen Malerpinsel. Wir fangen einfach an irgendeiner Stelle an. So. Klebt das auf. Das heißt, der Binder muss drunter sein, weil das Papierchen muss ja Chance haben, irgendwo festzukleben. Und macht den Binder oben drüber, damit der
eine Schutzschicht sozusagen auf dem Papier ist. Und gehe dann mit der Karte, mit meiner flachen Kunststoffkarte, die ist eine ausgediente Clubkarte, Bankkarte, Krankenkassenkarte, was auch immer. Damit kann man dann super die Papierchen so richtig schön flach auf die Leinwand aufbringen. Und so kann man dann einfach darauf achten, dass genug drunter ist. Das ist wichtig, damit das hinterher hält. Kann auch überlappend dann aufgetragen werden, die Fragmente, also diese Collage-Elemente. Hiervon ein Stückchen, kann man auch zerreißen noch. So, dann gehe ich wieder mit meiner Karte darüber. Das mit der Karte mache ich, damit ich so ein bisschen die Collage-Elemente fester bekomme. Falten werden aber automatisch entstehen, die kriegt man nicht so gut weg. Die legen sich beim Trocknen auch schon mal, aber auch schon mal nicht. Das heißt, deswegen sollte man genug Binder drunter haben, dann passiert das nicht so. Aber so ein paar Falten machen auch hinterher eine schöne Struktur auf der Leinwand, also alles gut. So, und so bringe ich die ganze Leinwand, tapeziere die im Grunde genommen mit meinen Collage-Elementen. So, jetzt habe ich überall meine Collage-Elemente aufgeklebt. Sieht ganz schön wild aus, soll es ja auch. Und jetzt gucke ich, dass ich, wenn ich irgendwo Falten habe, vielleicht noch ein paar wegdrücke mit der Karte. Aber ich lasse das jetzt einfach mal so trocknen und dann zeige ich euch, wie es weitergeht. So, jetzt kommt auf unser getrocknetes Bild mit den Collage-Elementen. Kommt jetzt erst eine hellrosa, pinke Schicht und dafür habe ich mir ein paar Farben zusammengestellt. Ein Neonpink, so ein Hautton, ein Mittelrosaton, ein Pink, ein Lila, ein Hellblau und so ein mittleres Pink. Jetzt werde ich mit den Farben, die schreibe ich euch auch in die Videobeschreibung, werde ich erstmal eine Farbschicht über die Collage legen. Und da fange ich einfach mal an. Ich habe so eine kleine Karte, damit spachtel ich immer ganz viel. Ich fange mal ganz behutsam an und schaue mal, was passiert. Es soll relativ hell werden. Ich versuche, dass die Schrift noch zu sehen ist später. Ihr wundert euch jetzt, dass man nicht mehr viel von dem erkennt, was da drauf ist, aber man soll ja eigentlich gar nichts wirklich erkennen, sondern einfach nur so Schattierungen. Hier linst vielleicht mal so ein bisschen pink durch und so weiter. Also viel von der Collage wird nicht übrig bleiben, das ist aber klar gewesen. Seht ihr, also es kommt überall halt irgendwas durch und wie gesagt, erkennen sollte man sowieso nichts, dass man jetzt sagt, oh, ich wollte da, dass da die Blümchen durchgucken oder sowas. Ich hatte einfach, dass die Farbgebung mit der Schicht jetzt zusammenpasst und dass so ein bisschen man sieht, dass da irgendwas drunter ist, aber nicht genau was. Und das war so mein Hintergrund. So, ich gucke gerade, dass die Schrift
Stift. Ich kann das ein bisschen wieder freikratzen. Der Binder, mit dem wir die Collage-Elemente aufgeklebt haben, der schützt das Papier und deswegen kann ich jetzt ohne Bedenken so ein bisschen rundherum kratzen und das wieder ein bisschen freier machen, was ich gerne doch sehen möchte. Ich gehe jetzt einfach so ein bisschen über die Fläche drüber und guck mal, was so passiert. Dann lege ich noch ein bisschen Blau dazu. Ich habe hier so einen tollen Spachtel, so einen Zahnspachtel. Damit kann man auch noch mal wieder was reinkratzen. Das mit dem Zahnspachtel, das mache ich hier oben auch noch. Das finde ich ganz cool. Guck mal, hier kommt auch wieder ein bisschen Schrift dann raus. Die Goldfolie von der Leinwand runterzuholen, habe ich mir die hinten jetzt aufgeschnitten. Ich versuche hier vorsichtig die Folie zu entfernen, ohne dass vorne die Folie kaputt geht, weil da möchte ich natürlich an die Goldeffekte dran und die sollen nicht zerrissen sein. Also schön über die Ecken wegziehen, vorsichtig. So, das hat gut funktioniert. So, jetzt habe ich meine Goldfolie. Ich muss gucken, welche Seite gleich auf die Leinwand kann. Ich möchte nur so einen kleinen Bereich übernehmen. Ich glaube, ich möchte hier die Ecke. Die Ecke hier, die nehme ich und schneide mir die hier raus. Einfach so. Dann nehme ich wieder meine pinke Leinwand. Die ist jetzt ja noch nass. Und ich nehme die Folie so rum, wo die Bemalung drauf ist, also wo die Goldfarbe drauf ist. Das ist diese Seite, weil die Goldfarbe soll ja dann auf der Leinwand haften. Wir ziehen dann einfach die Folie ab und dann haben wir nur die Goldfragmente auf der Leinwand. Ich gucke gerade, wo es schön aussieht, dass man auch die Schrift hier noch sieht. Das wäre mir wichtig. So. Hier möchte ich die Goldstellen haben. Jetzt streiche ich mir die schön glatt hier. Und die bleibt dann, nur die Goldfarbe bleibt dann super schön auf der Leinwand kleben, auf der feuchten Farbe, also auf diesem Rosé Pink. Ich könnte mir vorstellen, ich glaube, ich nehme hier noch ein Stückchen dazu. Wir haben ja genug vorbereitet, wir haben ja eine größere Fläche gemacht und immer aufpassen, dass wir die richtige Seite haben. Also da, wo die Farbe drauf ist, die muss dann auf die Leinwand. Dann nehme ich hier noch was dazu. So, lege ich mir die jetzt hier drauf. Streiche das schön glatt, damit das auch dann schön festkleben bleibt. Wir haben hier unsere Goldeffekte draufgelegt. Die müssen jetzt am liebsten über Nacht sich mit der feuchten Farbe verbinden. Da kann man einfach die Folie abziehen. Die Goldeffekte bleiben auf der Leinwand und dann machen wir weiter. Das ist jetzt getrocknet über Nacht. Alles ist schön trocken. Jetzt kann ich die durchsichtige Folie quasi abziehen. Schaut mal, geht ganz einfach. Und das Gold bleibt dann so schön da drauf haften. Und es glänzt unheimlich schön. Und deswegen haben wir das mit der Folie gemacht und nicht die Goldfarbe direkt auf die Leinwand gespachtelt oder gepinselt oder wie auch immer. Also so hat es halt einfach einen schöneren, glänzenderen Effekt. So, muss immer einen Anfang finden. Drüber streichen. Und ist super. Schaut mal, das sieht richtig gut aus. Passt zu dem Rosé und zu dem, was da gleich jetzt noch kommt. Super gut. Ja, gefällt mir. Ich bin total zufrieden. Ich möchte ein Hingucker-Element haben, beziehungsweise einen Schriftzug. Dann habe ich mir in großen Buchstaben
das Wort Love ausgedruckt und jetzt schneide ich mir die Buchstaben aus, weil wir die später wie so eine Art Schablone, das werdet ihr aber sehen, benutzen wollen. Also ich fange einfach mal an. So, wir schneiden uns den Collageschriftzug aus. So, die Zwischenräume muss ich dann mit einer kleineren Schere mir zurechtschneiden. So, wir haben jetzt unsere Buchstaben und dann seht ihr gleich, wie ich die auf die Leinwand bringe. So, ich möchte jetzt eine Fläche auf der Leinwand abtrennen. Das mache ich mit so einem Malerkrepp. So, hier habe ich mir jetzt einen Klebestreifen geklebt, damit ich eine gerade Kante habe. Und ich hatte mir ja hier die Papierbuchstaben ausgedruckt und ausgeschnitten, weil ich ja den Schriftzug hier drauf haben möchte, bevor wir jetzt aber die Farbe, die im unteren Bereich sein soll, drauf machen, befestige ich erstmal den Schriftzug. Da soll nämlich dann keine Farbe hin. Das heißt, wenn ich dann die Papierbuchstaben wegnehme, das werdet ihr aber jetzt gleich sehen, dann kommt der Untergrund halt durch. Das ist ja so gewollt. Ich befestige mir diese Papierbuchstaben. Ich habe so kleine Klebepunkte. Diesen kleinen Klebepunkten kann man die Buchstaben schön platzieren und dass sie nicht verrutschen. Das wäre wichtig, wenn jetzt die nächste Farbschicht drauf kommt. Auch schön gerade, das wäre auch wichtig. Ich klebe mir noch mal einen Streifen hin, dann kann ich mir sicher sein, dass alles schön gerade wird. Jetzt mache ich mir hier einen Klebepunkt. Immer an 2 Stellen, ich glaube, das reicht. Anstelle dieser Klebepunkte, die verlinke ich euch auch in der Videobeschreibung, falls ihr die auch kaufen möchtet. Kann man aber auch doppelseitiges Teppichklebeband nehmen. Das hat man ja oft im Keller irgendwie noch rumliegen. Und ich habe jetzt hier diese kleinen Klebepunkte genommen. So, das müsste reichen. Jetzt kann ich das Malerband wieder abmachen. Das war nur zur Orientierung für mich, damit ich gerade im Schriftzug gerade drauf machen kann. Bleibt das ja da. Ich will ja die gerade Kante haben. So, jetzt habe ich meine Papierbuchstaben aufgeklebt. Kommt jetzt eine Farbschicht über diese Stelle der Leinwand und die Klebebuchstaben, also diese Papierbuchstaben, die decken halt dann das ab, dass da keine Farbe hinkommt und dann ist quasi die Schrift der Untergrund, den wir jetzt hier vorher gemalt hatten. Ne? Das werdet ihr aber jetzt sehen, wie ich das mache. Ich habe jetzt nochmal meine Palette wieder zurückgenommen, wo ich die ganze Fläche mit gespachtelt habe, habe aber nochmal ein dunkles Rot dazu genommen und damit möchte ich jetzt gerne den unteren Bereich spachteln. Wenn das getrocknet ist, ist das Rot noch viel dunkler. Dann habe ich hier noch ein noch dunkleres Rot, das nehme ich auch noch mit dazu. Das sieht natürlich toll aus mit dem Gold. Das guckt dann so ein bisschen durch. Ich habe einfach so eine kleine Karte, damit spachtel ich die Fläche jetzt rot. Versuche ein bisschen Abwechslung hier reinzukriegen, indem ich ein
hellen und den dunklen Rotton benutze. Beide Rottöne werde ich euch in die Videobeschreibung auch nochmal notieren. Ich nehme auch ein Orange dazu, so ein dunkles Orange. Wie gesagt, alle Farben schreibe ich auf. Vorsichtig, damit nicht unter die Buchstaben so viel Farbe gelangt. Jetzt nehme ich noch mal mein super Werkzeug, den flachen Spachtel dazu. Damit kann man so mal die Flächen so ein bisschen glatter und weicher hinbekommen. Jetzt gehe ich einfach noch mal hier überall drüber. Ich nehme noch was Neon Pink dazu, das hat doch mal einen ganz coolen Effekt. Jetzt kann ich schon die Buchstaben wegnehmen. Bin mal gespannt, wie es geworden ist, ob das so gut ist, wie ich mir das vorgestellt habe. Nein, er ist ein bisschen unter das Papier gezogen. Mal schauen, wie das bei anderen Buchstaben funktioniert hat. Schaut mal, jetzt sind die Papierbuchstaben weggenommen. Und jetzt kann ich auch noch den Klebestreifen, den ich hingemacht hatte, um einen geraden Abschluss zu haben, kann ich auch noch wegmachen. Jetzt nehme ich mir meinen Haushaltsschwamm und mache den Rand direkt mit. Einmal guck mal, ob ich hier mit einem feuchten Pinsel mein Geklecker so ein bisschen wegkriege. Dafür mache ich einfach nur den Pinsel nass. Nehme mir ein Tuch. So, ich habe jetzt hier meine Buchstaben ein bisschen, was gekleckert war, habe ich wieder ein bisschen sauber gemacht. Die andere Seite. Hier würde ich gerne noch mal mit ein bisschen mit Weiß noch mal drüber gehen. Hier sieht man halt schön, dadurch, dass das Papier drunter ist, hat die Leinwand auch Struktur. Ich möchte gerne schon, dass man noch sieht, dass es eine Collage ist, also dass da Zeitungen drunter sind. Hier gehe ich auch noch mal so ein bisschen hier rein. Ganz locker mache ich das jetzt hier. Wenig Farbe. Ich möchte gerne noch ein paar schwarze Effekte da drin haben. Da ist zwar eine Menge los auf dem Bild und das sind auch tolle Effekte da, aber irgendwie fehlt mir noch so ein kleiner Kontrast. Also 2 Effekte möchte ich gerne machen. Und zwar möchte ich gerne hier nochmal ein Farbklecks hinflitschen. Das mache ich immer, indem ich mein kleines Werkzeug nehme, die kleine Kunststoffkarte, was immer so eine ehemalige Bankkarte oder irgendwas in der Richtung ist. Die sammle ich immer schön fleißig. Ich kriege auch immer ganz viele geschenkt von anderen Leuten. Genau, damit arbeite ich unheimlich gerne. Und ich mache jetzt mit schwarzer Farbe so einen linsengroßen Klecks da drauf. Und ein bisschen mehr. Vielleicht machen wir mal eine Erbse draus. So, auf einer Seite nur, bitte. Und dann nehmen wir die Karte so, dass der Farbklecks unten sitzt, gehen hin und versuchen diesen Farbklecks, also wir nehmen die kleine Karte, spannen die und versuchen den Farbklecks in die Mitte des Bildes zu setzen.
Das finde ich jetzt super. Ich hatte gehofft, dass es nicht zu sehr in die Schrift geht. Ist perfekt gelungen. Möchte ich gerne noch einen Effekt machen. Dafür nehme ich wieder mein super Werkzeug. Das lege ich ja immer jedem ans Herz, weil das wirklich mega guten Einsatzbereiche hat. Also kann man für 1000 Sachen nehmen. Ich nehme jetzt die schwarze Farbe, wo wir gerade unseren Klecks mitgemacht haben, und bestreiche diesen Spachtel ganz dünn mit Schwarz, also wirklich nur, seht ihr das hoffentlich, ganz dünn, und gehe mit dem Spachtel nur so über die Kante von der Leinwand drüber. Aber so ganz ungleichmäßiger Rand entsteht. So, seht ihr das? Das habe ich jetzt einmal drumherum gemacht. Und jetzt nehme ich einen Haushaltsschwamm und mache direkt die frische Farbe und verreibe die so ein bisschen. Muss relativ schnell gehen, weil so eine dünne Farbschicht, die trocknet ganz schön schnell. So, das gefällt mir richtig cool. Guck mal, das ist einfach nur so ein ganz ungleichmäßiger Rand. So ein bisschen schnöderig sieht das aus. Und das passt ganz gut zu dem Bild. So, jetzt bin ich fertig mit dem Bild. Das kann jetzt in Ruhe trocknen. Ich hoffe, ihr habt wieder was Schönes gelernt. Ihr habt eine schöne Technik entdeckt. Schaut mal, ich sehe gerade das Gold, finde ich super. Und auch, dass das hier so durchguckt bei der Schrift und so. Das ist ja der Untergrund gewesen. Das hat richtig gut funktioniert. Das freut mich total, dass ich euch das dann auch so gut zeigen kann. Ich hoffe, ihr habt was Schönes gelernt, was Neues entdeckt. Ich hoffe, dass ihr inspiriert worden seid und dass ihr richtig Lust bekommen habt, auch selber zu malen. Vielen Dank für euren Support und eure tollen Kommentare. Wirklich immer schreiben. Ich freue mich super, super dolle darüber. Und ja, dann sage ich mal, bis zu unserem baldigen neuen Video. Ich freue mich schon heute drauf. Also macht's gut, vielen Dank, bis bald.